Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Heute kehren wir in den Weltraum zurück. Wir schauen uns die Mission Geo von 2015 an mit der ersten Rakete von Playmobil, dem Meteoritenzerstörer und dem wunderbaren Space Shuttle. Das nächste Mal kommt dann die neue Raumstation der Mars-Mission von 2018 dran und wir bauen das passende Raumschiff aus Ersatzteilen. Am Mars taucht auch der Roboter Robert auf und als Höhepunkt schauen wir zum Schluss nach, was die erste Figur im All unter ihrem Raumanzug trägt. All diese Sets werden wir gemeinsam auspacken und aufbauen, so wie ihr es euch in mehreren Kommentaren gewünscht habt. Und obwohl ich sie schon im Weltraumvideo vom 28. April 2024 gezeigt habe. Bis jetzt habe ich diese Sets nie ausgepackt, weil ich keinen Platz zum Aufstellen habe. Ich wollte auch niemals ein Auspack- und Aufbauvideo von neueren Sets machen, weil es schon so viele tolle Videos gibt auf unterschiedlichen Kanälen, die immer die neuesten Sets auspacken, aufbauen und besprechen. Aufbauvideos gibt es auch direkt bei Playmobil selbst. Trotzdem werden wir es heute ausnahmsweise gemeinsam versuchen. Wir werden auch in den neuen Sets einige alte Teile entdecken und kurz mit den alten Klassikern vergleichen. Das heutige Video muss ich zum ersten Mal auf 2 Teile aufteilen. Ich arbeite nämlich schon seit einer Woche daran und habe bis heute den ersten Teil mit der Geo-Mission von 2015 fertiggestellt. Den zweiten Teil mit der Raumstation von 2018, dem Raumschiff und der ersten Playmobil-Figur im Weltraum zeige ich euch dann in der nächsten Woche. Wir beginnen mit den 3 Sets der Mission Geo aus der City-Action-Reihe, die am 21. August 2015 herausgekommen sind. Es sind 3 vollkommen kompatible Sets. Den Meteoritenzerstörer und das Space Shuttle kann man mit der Trägerrakete perfekt kombinieren. Das Set 6195 ist außer der Action-Luftdruckrakete die erste Rakete von Playmobil. Es besteht aus 115 Teilen. Sie ist nicht nur die Trägerrakete für das Space Shuttle, sondern kann auch mit dem Meteoritenzerstörer als zusätzliche Stufe erweitert werden. Es gibt eine 72 cm hohe Startrampe mit Wartungsaufzug und 2 Ingenieuren. Es ist das Copyright-Jahr 2014 angegeben, ein Jahr vor dem Ausgabedatum. Es ist auch ein Satellit dabei, die Rakete hat 2 Stufen und Licht und Geräusche für einen realistischen Countdown und Start. Dafür braucht es 2 Batterien und einen kleinen Kreuzschraubenzieher zum Einbauen. Es ist eine schöne, wiederverschließbare Klappdeckelverpackung. Beim Öffnen achte ich immer darauf, dass ich die Verpackungen nicht beschädige. Deshalb benutze ich auch nie die eingezeichneten Stellen zum Aufreißen. Ich decke die Klebestellen mit einem dünnen Tuch ab. Ein Backpapier geht auch ganz gut. Dann erhitze ich den Heißkleber eine gewisse Zeit lang mit dem Bügeleisen. Mit einem stumpfen Buttermesser kann man die Klebestellen leicht ablösen. An den Seitenteilen gibt es 2 zusätzliche Klebepunkte, die außen nicht eingezeichnet sind. Wir wiederholen den Vorgang auf allen 3 Seiten und können dann die Verpackung aufklappen. Obenauf liegt ein großer Polypropylenbeutel mit der Bauanleitung. Dann kommt der Beutel mit den Figuren, 3 weitere Tüten mit kleinen und mittleren Teilen. Die großen Teile liegen lose und unverpackt im Karton. Ich schneide die Beutel sauber mit einer Schere auf. Die große Polypropylentüte enthält die 20-seitige Bauanleitung im DIN A4-Format. Anders als auf der Verpackung mit dem Copyright 2015 vom Erscheinungsjahr.
Die Tüte enthält noch den normalen und den glänzenden Aufkleberbogen, einen kleinen Sortimentskatalog, die Gummischläuche und 5 kleine Tüten mit Teilen und Werkzeug. Ich schütte den Inhalt der Beutel in verschiedene Klarsichtboxen, damit kein Teil verloren geht. Die Figuren und Werkzeugtüten kann man getrennt halten, bei den anderen Beuteln gibt es keine Sortierung nach Bauabschnitten. Die Teile sind vorwiegend nach Art und Größe und nicht nach Zusammenhang sortiert. Deshalb ist es kein Problem, den Inhalt verschiedener Beutel zusammenzumischen. Ich stelle zuerst die 2 Figuren zusammen, bedruckt mit einem roten Arbeitsanzug, mit den Feuerwehrschuhen von 1997. Auf den kurzen Zopf kommt eine einfache kleine Haarschleife von 1992. Der Kragen erinnert stark an den Mittelalterspielmann. Auf den Kopf kommt ein weißer Bauarbeiterhelm von 86 mit dem Raketenlogo der Mission Geo. An die Hände kommen die kleinen weißen Feuerwehrhandschuhe von 2011. Die Ingenieurin bekommt ein Tablet in die Hand, aber da muss zuerst noch ein Aufkleber drauf. Die zweite Figur ist ein älterer Techniker mit grauem Schnurrbart und Brille. Es ist noch der alte Werkzeugkasten von 1977 dabei. Bei solchen klassischen alten Sachen in neuen Sets bekomme ich immer ganz feuchte Augen von der Nostalgie. Ich denke, das ist der einzige schwarze Werkzeugkasten, allerdings mit dem neuen 6-teiligen Werkzeugsatz von 2011. Eine weitere klassische Wiederauflage in diesem Set ist der Weltraumroboter von 1983. In Weiß, er kam bereits im Playmobil-Movie als Robitron vor. Er bekommt besonderes Werkzeug in die Hand, an der Zange ist ein Gummischlauch angesteckt. Er wird im Set als Reparaturroboter bezeichnet, er hat am Bauch die Aufschrift 1516 und trägt das Mission-Geo-Zeichen am Kopf. Mit seinen 16 Profilrädern ist er wohl eher ein geologischer Erkundungsroboter. Auf der Verpackung schaut er ganz schüchtern am Eck hervor. Ich habe hier zum Vergleich noch den klassischen Roboter von 1983. Jetzt beginnen wir mit dem Aufbau der Startrampe. Jeder Schritt ist in der Bauanleitung genau beschrieben. Auf das Unterteil kommt schon der erste Aufkleber mit der Nummer 6. Die Aufkleber geben den Sets ein realistisches Aussehen und das schon bereits seit dem ersten LKW von 1975. Auf die Grundplatte kommt der Sockel mit nochmals 3 Aufkleber für die Trittflächen. Man muss darauf achten, alle Aufkleber genau parallel zum Rand mit dem üblichen halben Millimeter Abstand zu positionieren. An der Rückseite der Plattform wird der Treppenaufgang angesteckt. Die Fachwerksäule ist teilweise identisch mit dem alten Baukran von 2003. Ein Seitenteil und die Stecker wurden ausgetauscht. Als Halter gibt es 2 kleine Türscharniere, wie sie seit 1992 in den Fachwerkhäusern verwendet wurden. Den Kranturm stecken wir in die Grundplatte. Dann können wir den Wartungsaufzug bauen. Die Grundplatte des Aufzuges hat eine Führung, in diese kommen an die Ecken 4 rote Klemmteile hinein. Auf die Grundplatte kommen links und rechts 2 Kontrollpulte. Tastaturen und Anzeigen sind als Relief ausgeformt und werden mit 8 Aufklebern dekoriert. Auf die linke Seite kommt der Telefonhörer und 2 Notknöpfe. Es gibt eine kleine Tür zum Aufklappen. Auf der rechten Seite ist das Mikrofon am Kontrollpult. Beide Kontrollpulte kommen auf die Grundplatte des Aufzuges. Auf den Aufzug kommen noch 2 Aufkleber. Die 2 Steuerpulte mit den Kontrollinstrumenten und den Flügeltüren kommen auf die Grundplatte. Wir können jetzt den Aufzugkorb auf den Turm der Startrampe aufsetzen. Der Aufzug kann über die ganze Höhe verschoben werden. Die roten Federn in der Führung halten den Korb in jeder Position fest.
Auf die zwei Scharniere am Fachwerkturm kommen zwei rote Halter für die Rakete zum Einklappen. Auf den Aufzug kommen links und rechts noch zwei Montagearme mit drei Scharnieren. Auf einer stabilen Befestigung mit zwei beweglichen Armen und einem roten Halter. Auf den roten Halter kommt ein blauer Wartungskorb mit einem Warnstreifenaufkleber. Er wird auf dem System X-Stecker drehbar am roten Halter befestigt. In den Halter kommt noch ein Stab mit einem Schlauch, der wie eine Tankpistole ausschaut, in Wirklichkeit aber ein Kranhaken ist, an dem man den Roboter aufhängen kann. Gerade mit dem empfindlichen Halter am Kopf, der beim Original oft abgebrochen ist. Auch auf der rechten Seite gibt es einen zweiten Wartungskorb. Auch dieser hat ein Steuerpanel auf den Rand aufgeklipst und wird drehbar am Ausleger befestigt. Auf die Turmspitze kommt eine weiße Abschlusskappe mit dem Mission Geo-Logo und System X-Steckern, links und rechts ein Signalhorn, wie es auch bei vielen LKWs und Schiffen verwendet wurde. Auf die Turmspitze kommt eine kleine Parabolantenne mit Reflektoraufkleber und eine große mehrteilige Funkantenne, unten ein Parabolspiegel, oben auf zwei Dreierverbindern vom alten Westernfor von 1976 verschiedene Antennen, darunter auch die lange Funkantenne von 1980 in dunkelgrauer Farbe, die man sehr gut als Ersatzteil für das Rallye-Auto gebrauchen kann. Die Parabolantenne wird auf einen Haltebügel dreh- und schwenkbar befestigt. Dahinter kommt der große Funkantennenmast und eine kleine Warnleuchte. Jetzt kommen wir zur Rakete. Wenn bei der ersten Stufe die Seitenbooster abnehmbar wären, hätte man mehr Spielspaß, aber das ist natürlich wegen der eingebauten Elektronik nicht möglich. Für die Licht- und Geräuschfunktion sind zwei Batterien notwendig, die wir in das rückseitige Fach einsetzen können. Der mittlere Knopf leitet den Countdown ein und in den Triebwerken erscheinen Lichteffekte. Mit dem kleinen Schalter im Batteriefach kann man von englischer auf französische Sprache umschalten. Man hört aber kaum einen Unterschied. Mit einem zweiten Druck auf den Mittelknopf kann man die Funktion vorzeitig ausschalten. Am linken Knopf hört man ein kurzes Triebwerksgeräusch und mit dem rechten Knopf Funksprüche während dem Flug. Die erste Raketenstufe ist eine Transportkapsel für Satelliten oder Versorgungsgüter. Die Spitze muss man so aufsetzen, dass der einzige Zapfen genau in die Nut einrastet. Auf den System X-Stecker setzen wir das Raketentriebwerk auf. Es kommt eine Warnleuchte drauf und der Triebwerkstrahl aus Weichgummi. Die erste Stufe hat genügend Platz, um das Triebwerk der zweiten Stufe aufzunehmen. Pfeil wird auf Pfeil gesetzt und der Bajonettverschluss mit einer kleinen Drehung fixiert. Wir stellen jetzt die Rakete in die 3 Löcher auf die Startrampe und können sie mit den 2 schwenkbaren Verbindern fixieren. Die 4 Verbindungsstücke für das Space Shuttle werden auf die Rampe geklemmt und es fehlen noch die 2 roten Versorgungsschläuche, die man an der Unterseite der Rakete festmachen kann. Jetzt sind Rakete und Startrampe komplett. Wir müssen nur noch den Satelliten bauen. Der zentrale Motorblock ist noch ein Teil aus dem alten System X-Raumschiff von 1999. Links und rechts kommt ein Stecker ohne Funktion, vorne ein transparenter neonoranger Kegel und mehrere Antennen. Auf der Hinterseite eine Scheibe, die Halter für die Solarpaneele und die Düse. Auf die 6 Teile der Solarpaneele kommen glitzernd reflektierende Aufkleber. Ein Mittelstück und 2 Seitenteile bilden jeweils ein Solarpanel, das auf das Scharnier am Satelliten angesteckt wird.
Wenn man die Solarpaneele zusammenfaltet, passt der Satellit perfekt in die Transportkapsel der Rakete. Jetzt können wir unsere Weltraummission starten. Die 2 Techniker steigen auf die Startrampe. Von ihren Wartungskörben aus können sie alles genau steuern. Die Ausleger fahren aus und dienen als Kranarme. Der Satellit und der Roboter werden angekuppelt. Mit dem Aufzug geht es hoch hinauf bis an die Spitze der Rakete. Es wackelt alles ziemlich stark, aber es funktioniert. Wir öffnen die Transportkapsel und können mit dem rechten Kranarm den Satelliten einladen. Er wird schonend in die Transportkapsel abgesenkt und ausgekuppelt. Der Wartungskorb fährt weg und die Raketenspitze kann man wieder aufsetzen. Nun müssen die Techniker die Startrampe schnell verlassen, denn der Countdown startet gleich. Sie müssen auch von der Wartungsplattform wegbleiben, wenn sie nicht gegrillt werden wollen. Die Rakete wird abgekuppelt und die Halter hochgeklappt. Jetzt drücken wir hinten auf den mittleren Knopf und leiten den Countdown ein. Die Raketentriebwerke zünden. Durch die Abgasöffnungen sieht man die Triebwerke flackern. Die Rakete hebt ab. Die Versorgungsschläuche werden abgekuppelt. Der Start war erfolgreich. Die erste Stufe mit den Seitenboostern ist ausgebrannt und wird abgeworfen. Die Raumkapsel erreicht die Umlaufbahn. Sie öffnet sich und setzt den Satelliten aus. Dieser entfaltet seine Solarpaneele und nimmt seine Arbeit auf. Jetzt lösen wir das Geheimnis mit dem weißen Roboter der Mission Geo. Genau wie der Satellit passt der Roboter nämlich genau in die Raumkapsel hinein. Wir schicken den Roboter auf den Mars. Die Raumkapsel ist sicher gelandet. Sie klappt auf und der Roboter fährt heraus. Er kann seine geologischen Erkundungen aufnehmen und nach Wasser und Leben suchen. Aber er ist nicht der Erste auf diesem Planeten. Er trifft seinen Zwillingsbruder von 1983. Das zweite Set aus der Mission Geo ist der Meteoritenzerstörer 6197. Mit diesem Set kann man die Weltraumrakete um eine 3. Stufe erweitern. Ich reiße die Verpackung nicht an der vorgesehenen Lasche auf, sondern ich öffne sie wieder schonend an der gegenüberliegenden Seite, indem ich die Klebestellen mit einem Bügeleisen aufwärme. Bei diesen Kartons muss man die äußere und die innere Lasche getrennt aufbügeln. Ich löse die Klebestellen mit einem stumpfen Messer und kann den Inhalt der Packung ausschütten. Es sind 3 Kunststoffbeutel und 4 unverpackte Teile enthalten. Es waren damals noch die alten Kunststoffbeutel, inzwischen wurden die Verpackungen ja auf pflanzliche Folien umgestellt. Wir haben wieder einen großen, starren Polypropylenbeutel mit dem Sortimentsflyer, der Bauanleitung, 2 Aufkleberbögen. In den anderen Tüten sind Figur und Teile bunt gemischt. Die weiße Astronautenfigur ist noch identisch mit der letzten Weltraumwelle von 1999. Sie hat eine moderne Frisur, weil der alte Helm auf den Raumanzug aufgesetzt wird. Es ist noch das alte Visier, das seitlich angeklipst wird. Auf die Arme kommen die bedruckten Schienen. Der Luftschlauch vom Feuerwehr-Artenschutzgerät 1996 wird mit 2 Steckern an der Helmoberseite und mit dem großen Stecker an der Vorderseite des Raumanzuges befestigt. An der Rückseite hat der Raumanzug einen System-X-Stecker für den Außenbordeinsatz. Der neue Astronaut ist komplett identisch mit dem alten Astronauten von 1999. Heute haben die Steckrillen an den Astronautenschuhen ja keine Funktion mehr.
Sie stammen eigentlich von 1995, wo sie für den Eishockeyspieler und für den Inlineskater verwendet wurden. Man kann die Schlittschuhe auf die Nuten aufschieben, das ist besonders praktisch, wenn der Astronaut auf einem Eisplaneten landet. Die Rollerblades können eventuell in den langen Gängen der Raumschiffe praktisch sein, aber nur, wenn es eine künstliche Schwerkraft gibt. Beim Meteoritenzerstörer kommt auf dem Mittelteil mit dem Schussmechanismus unten eine bedruckte Abdeckplatte. An der Vorderseite 5 Antennen, auf die Rückseite kommt eine Abdeckkappe mit dem Bajonettverschluss und dem System X-Stecker für das Düsentriebwerk. Auf das Blinklicht wird wieder der Feuerstrahl aus Weichgummi aufgesteckt. Auf der Oberseite wird der Ausleger für den Außenbordeinsatz montiert mit 3 Armen und 4 Scharnieren. Auf den Seiten kommen links und rechts 2 Halter für die Solarpaneele. Man kann sie später mit den aufgesteckten Paneelen vollständig eindrücken. Innen kommen vorne rundherum 4 Aufkleber. Die seitlichen Abdeckungen sind gleichzeitig Solarpaneele und bekommen innen jeweils 3 glitzernd reflektierende Aufkleber. An die seitlichen Abdeckungen kommen noch 2 schmale Luken als Abdeckung für den Kranarm. Die Solarpaneele werden aufgesteckt und können als seitliche Abdeckung zugeklappt werden. Der dreiteilige Ausleger bekommt am Ende einen System X-Stecker, an dem der Astronaut im Außenbordeinsatz angesteckt werden kann. Der ganze Arm wird zusammengefaltet und im Mittelteil des Satelliten verstaut. Die Schusspfeile kommen in die 4 Kanäle des Federmechanismus und der Vorderteil der Raumkapsel wird mit einer Raketenspitze abgedeckt. Der Asteroid ist ein großer Felsbrocken aus 2 Teilen, in der Mitte mit einem System X-Stecker, dazwischen muss man wie bei einem Puzzlespiel noch 2 Keile einsetzen. Wenn man dann mit 2 Fingern auf diese Knöpfe drückt, dann springt der Asteroid auseinander. Der Meteoritenzerstörer ist eine Raumkapsel für die Weltraumrakete. Ein Zwischenring auf dem Bajonettverschluss macht ihn zu einer vollwertigen 3. Raketenstufe. Unter der Raketenspitze sind 5 Antennen zur Dekoration. Unter den schmalen Klappen ist der Kanal für den dreiteiligen Ausleger. Der ausgezogene Arm hat am Ende den System X-Stecker, wo man den Astronauten mit dem Raumanzug am Rücken festmachen kann. Die seitlichen Abdeckungen kann man aufklappen, sie sind die Solarpaneele. Wenn man die Raketenspitze abnimmt, kann man 4 Pfeile abschießen. Das Ziel ist der Asteroid, der mit einem einfachen Fingerdruck zerstört werden kann. Bei der Weltraumrakete kann man entweder die Raumkapsel mit dem Meteoritenzerstörer austauschen, man kann aber auch genauso die Raumkapsel auf der Rakete lassen, die Spitze entfernen, den Zwischenring aufsetzen und den Meteoritenzerstörer als vollwertige 3. Raketenstufe aufsetzen. So wird die Rakete 57 cm hoch und kann theoretisch beliebig verlängert werden. Jetzt lassen wir die verlängerte 3-stufige Rakete starten, um den gefährlichen Asteroiden abzuwehren, der auf die Erde zu stürzen droht. Die erste Raketenstufe ist ausgebrannt und wird mit einer kleinen Drehung am Bajonettverschluss abgeworfen. Ebenso nach einer gewissen Zeit die 2. Stufe. Die Raumkapsel tritt in die Erdumlaufbahn ein. Die Kapsel öffnet sich und der dreiteilige Ausleger wird ausgefahren für den Außenbordeinsatz des Astronauten zur Feineinstellung der Meteoritenabwehr. Mit den Funkgeräuschen aus dem Weltraum werden die Solarsegel geöffnet, der Schussmechanismus aktiviert, der gefährliche Asteroid wird zerstört und die Erde ist gerettet.
Das letzte Set für heute ist das wunderbare Space Shuttle 6196 mit Lichteffekten in den Triebwerken. Es passt genau auf die große Weltraumrakete. Im Laderaum gibt es einen Ausleger mit einem Schussmechanismus für 2 Raketen. Als Figuren sind 2 rote Astronauten dabei. Wir haben hier wieder einen großen Karton mit Klappdeckel, den ich an 3 Seiten aufbügle, damit ich die Klebestellen schonend ablösen und die Verpackung ohne Beschädigung öffnen kann. Der Inhalt ist in Kunststoffbeutel eingepackt. Sogar das große Gehäuse vom Space Shuttle ist unverschweißt in eine Tüte eingeschlagen und mit einem Gummiband verschlossen. Es sind noch 3 weitere Beutel enthalten. Im großen mit der Bauanleitung sind diesmal nicht nur die Kleinteile, sondern auch das Cockpit mit seiner Verglasung schonend verpackt. Ich schneide die Beutel wieder auf und schütte den Inhalt in Behälter, damit keine Kleinteile verloren gehen. Es gibt wieder eine Bauanleitung, Aufkleberbogen und einen kleinen Sortimentsfalter. In einer getrennten Tüte ist das Gehäuse vom Space Shuttle mit einem Gummiband eingewickelt. Es ist ein Astronaut und eine Astronautin dabei, die auf den ersten Blick gleich ausschauen wie diese vom Meteoritenzerstörer. Sie haben aber die Skischuhe von 1992 statt den Schlittschuhen von 95. Unter dem Helm können die Frisuren ohne Steckkranz getragen werden. Wir haben auch hier den alten Astronautenhelm von 99 mit dem fixen Visier und die bedruckten Armschienen. Die Luftschläuche mit den 3 Ventilen, die den Helm mit dem Lebenserhaltungsgerät auf der Brust verbinden. Es ist eine dunkelhäutige Astronautin und ein blonder Astronaut dabei mit einem System X-Stecker am Rücken für den Außenbordeinsatz. Das Space Shuttle hat ein Ein-Mann-Cockpit. Auf das große Armaturenbrett kommt ein Aufkleber mit den unzähligen Anzeigeinstrumenten. 2 weitere Aufkleber kommen links und rechts auf das Höhenleitwerk. Auf die Unterseite kommt das Fahrwerk. Es besteht aus 3 Rädern, jeweils mit 2 kleinen Türscharnieren zum Einklappen, vorne mit einem lenkbaren Stützrad. Die kleinen grauen Felgen bekommen eine Gummibereifung. Das Fahrgestell wird mit den 2 Scharnieren in die Bodenplatte geklickt und kann während des Fluges eingeklappt werden. Zur Landung kann man die Räder wieder ausfahren. Die hinteren Räder haben dieselben Türscharniere, aber die Felge hat auf der ersten Seite einen Abstandring. Die hinteren 2 Räder werden nach innen geklappt, die Aufhängung ist gleichzeitig die Abdeckplatte. An der Unterseite befindet sich das Batteriefach mit den 3 Batterien. Es gibt 2 Lichtfunktionen mit Schalter. Mit dem linken Knopf können 3 der 5 Triebwerke beleuchtet werden und der rechte Knopf ist für die Arbeitsbeleuchtung im Laderaum mit 2 kleinen weißen LEDs. Das Triebwerk vervollständigen wir noch mit 2 kleinen Düsen. Auf die Heckflosse kommen 4 Aufkleber mit dem Mission Geo-Logo und der Artikelnummer 6196 und mit dem Seitenleitwerk. Die charakteristische Heckflosse stecken wir hinten auf. Die Astronautin setzt sich ins Cockpit, hält sich an den 2 Steuerknüppeln fest und wir können jetzt das Dach aufsetzen mit einer kantigen Frontscheibe und 2 Dachfenstern.
Den Laderaum kann man mit System-X-Steckern flexibel einrichten. Vorne kommt ein Beifahrersitz mit 2 Steuerhebeln für den Ausleger, der mit einem System-X-Verbinder in den Boden des Laderaums gesteckt wird. Im hinteren Bereich sind 4 Stecker für einen zweiteiligen Ausleger, der zusammengeklappt, platzsparend im hinteren Bereich des Laderaums unter den 2 Luken verstaut werden kann. Auf den Arm kommt entweder der Doppelraketenwerfer, der aus 10 Bauteilen zusammengestellt wird, zum Abfeuern von 2 Raketen. Oder man kann mit einem getrennt beigelegten 90-Grad-Verbinder den Astronauten mit einem System-X-Stecker am Rücken festmachen. Das Space Shuttle kann auf die Trägerrakete aufgesetzt werden. Dazu braucht man 4 besondere System-X-Doppelverbinder, die auf der Startrampe hergerichtet sind. Diese 4 Stecker halten das Space Shuttle stabil auf der Trägerrakete. Zuerst wird natürlich das Fahrwerk eingeklappt, alle drei Räder verschwinden in den vorgesehenen Vertiefungen. Dann setzt man das Space Shuttle auf die Rakete, bis alle 4 Verbinder einrasten. Jetzt steht das Space Shuttle zum Abflug bereit. Der Countdown beginnt. Die Rakete wird von ihren 2 Steckern am Turm losgelöst und kann mit dem Space Shuttle im Huckepack abheben. Obwohl die Trägerrakete eine Ariane 5 ist, passt sie mit den 2 Feststoffboostern doch ziemlich gut zum Space Shuttle. Wenn sich das Shuttle von der Rakete löst, bleiben sehr oft die Verbinder am Shuttle hängen. Das gefährdet aber die Mission nicht. In unserem Fall setzen wir einen Erdbeobachtungssatelliten aus. Wir schließen die Luken wieder und treten in die Erdatmosphäre ein. Das Fahrwerk wird ausgefahren, alle 3 Räder, und das Space Shuttle kann jetzt wieder landen. Man sieht, dass die hängengebliebenen Verbinder kein Problem darstellen. Jetzt vergleichen wir das neue Space Shuttle mit dem alten Raumtransporter von 1981. Der Größenunterschied ist sofort erkennbar. Im Cockpit ist Platz für 2 Astronauten. Trotz gleicher Länge schaut das Space Shuttle etwas zierlicher aus. Es hat 2 Luken im Laderaum, der Raumtransporter hat eine Kommandozentrale mit 3 Sitzplätzen und einer einzigen Klappe. Große Unterschiede gibt es natürlich auch beim Triebwerk und beim Fahrwerk. Es sind eben 2 ganz unterschiedliche Generationen. Der Raumtransporter kam vor dem Start des Space Shuttle-Programms heraus und das Space Shuttle erst 4 Jahre nach dem letzten Flug. Die 3 Sets der Mission Geo-Serie von August 2015 haben im Katalog nur eine einzige Seite bekommen und sind nach nur 1,5 Jahren im Februar 2017 vorläufig wieder aus dem Sortiment geflogen. Die Rakete bekam eine Wiederauflage im September 2018 in der Mars-Mission. Meteoritenzerstörer und Space Shuttle kamen dann im Oktober 2023 wieder neu heraus. Die Neuauflagen sind heute noch erhältlich. Damit sind wir auch schon am Ende des ersten Teiles angelangt. In der nächsten Woche geht es mit der Raumstation von 2018 weiter, die ich hier schon ausgepackt habe. Wir bauen uns das passende Raumschiff aus Ersatzteilen und packen die erste Playmobil-Figur im Weltraum aus. Für heute bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und freue mich darauf, wenn wir uns am nächsten Freitag beim zweiten Teil wiedersehen.